Sie verspottete Lina wegen ihres Übergewichts, dann sagte sie, McDonald's ist da drüben. Hey, was geht hier vor? Warum filmst du sie? Weil es ehrlich gesagt urkomisch ist. Meine Follower auf Insta werden wegen diesem Video ausrasten. Lösch diesen Clip sofort. Das hat nichts mit dir zu tun, Ketfrau. Eine Stunde früher. Eigentlich bin ich hier, um mich anzumelden. Ich möchte dem Fitnessstudio beitreten. Wer glaubst du, wer du bist? Dieses Fitnessstudio ist für Menschen, die sich dem Sport verpflichtet haben, nicht für irgendein dickes Mädchen, das offensichtlich noch nie in ihrem Leben trainiert hat. Du hast dich wahrscheinlich verlaufen, MC Bürger ist nur ein paar Türen weiter. Ich möchte dem Fitnessstudio beitreten. Schau, nichts für ungut, aber dieser Ort ist wirklich nicht für jemanden wie dich. Gibt es ein Problem damit, dass ich beitrete? Wir versuchen, bestimmte Arten von Mitgliedern zu vermeiden, wenn du verstehst, was ich meine. Denk vielleicht noch einmal darüber nach und komm morgen wieder. Ich habe viel darüber nachgedacht. Und ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich bin ehrlich mit dir, heute ist nicht der beste Tag, damit sich jemand in deiner Situation anmeldet. Der neue Besitzer des Fitnessstudios kommt gleich vorbei, und ich möchte, dass er von den Leuten hier beeindruckt ist, nicht, dass er Mitleid mit ihnen hat. Trotzdem möchte ich mich heute anmelden. Ich bin fest entschlossen, mein Leben zu verändern. Der Beitritt zu einem Fitnessstudio ist der erste Schritt. Na gut, machen wir das schnell. Folge mir. Ehrlich gesagt, habe ich noch nie ein Fitnessstudio betreten. Du musst es mir nicht sagen. Es ist deutlich an deiner Figur zu erkennen. Habt ihr heute Personaltrainer, die mir beim Einstieg helfen könnten? Nur ich. Das ist alles. Würdest du mich dann trainieren können? Entschuldigung, ich bin gerade beschäftigt. Aber ich habe online gelesen, dass neue Mitglieder am ersten Tag eine kostenlose Sitzung bekommen. Na gut. Ich werde dich trainieren. Aber nur, wenn du versprichst, vor der Ankunft des neuen Besitzers weg zu sein, okay? Kein Problem. Bringen wir es hinter uns. Ich spüre etwas Druck in meinen Knien, ist das normal? Ja, völlig normal für jemanden deiner Größe. Wie ist meine Haltung? Mache ich es richtig? Klar, es ist in Ordnung. Einen Moment, ich muss diesen Anruf entgegennehmen.
Entschuldigung, lass mich dir zeigen, wie man das richtig macht. Halte deine Zehen gerade. Deine Knie sollten mit deinen Zehen übereinstimmen so. Jetzt bist du dran. Schön, das fühlt sich wirklich anders an. Jetzt geh ganz nach unten, du solltest die Spannung in deinen Gesäßmuskeln fühlen. So ist es richtig. Ja. Ich spüre jetzt wirklich das Brennen. Gute Arbeit. Gut gemacht. Vielen Dank. Es ist mein erstes Mal in einem Fitnessstudio. Ich war nervös und ehrlich gesagt ein bisschen beschämt darüber, wie ahnungslos ich bin. Hey, lass dich davon nicht aufhalten. Der schwierigste Teil ist es, durch die Tür zu gehen. Du hast das bereits getan. In Ordnung, machen wir mit der nächsten Runde weiter. Los, los. Du kannst dich viel mehr anstrengen als das. Ich will etwas Einsatz hören. Was passiert hier? Warum filmst du sie schon wieder? Es ist einfach lustig. Meine Instagram-Follower werden das lieben. Lösch das Video sofort. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, Kate. Wer glaubst du, wer du bist? Sie filmt dich für ihr Instagram, um sich über dich lustig zu machen. Warum würdest du so etwas tun? Entspann dich, es ist nur ein Witz. Sei nicht so dramatisch. Vielleicht ist es für dich ein Witz. Aber für mich nicht. Ich habe mein ganzes Leben lang damit zu kämpfen gehabt. Ich habe schon immer mit meinem Gewicht gekämpft. Ich dachte, es würde mit dem Alter besser werden, aber es wurde nur schlimmer. Deshalb habe ich beschlossen, etwas zu ändern. Ich habe endlich den Mut aufgebracht, ein Fitnessstudio zu betreten. Aber jedes Mal habe ich eine Ausrede gefunden, um wegzugehen. Heute hatte ich endlich den Mut. Und stattdessen hast du mich schlechter fühlen lassen als je zuvor. Ehrlich gesagt, du hättest auf dein Bauchgefühl hören und dich fernhalten sollen. Dieser Ort ist für ernsthafte Leute, nicht für Mädchen, die in ihrem Leben noch nie trainiert haben. Hör nicht auf sie. Dieses Fitnessstudio ist für jeden, der sich verbessern möchte. Du hast darüber nichts zu entscheiden. Ich tue das. Ich leite dieses Fitnessstudio. Tatsächlich bin ich die neue Besitzerin. Nein, das bist du nicht. Der neue Besitzer ist ein Typ namens Sascha Ivanov, das bin ich. Warte mal. Ich dachte, Sascha wäre ein Männername. Lass dich vom Namen nicht täuschen. Ich komme immer zuerst anonym herein, um zu beobachten, wie die Dinge laufen. Und was ich heute gesehen habe, ist inakzeptabel. Es war ein Missverständnis, ich habe es nicht so gemeint. Genug. Ein Fitnessstudio soll ein sicherer Ort für Menschen sein, um ihr Leben zu verbessern, nicht, um sich verspottet oder herabgesetzt zu fühlen.
Jemand wie Sie sollte niemanden trainieren, geschweige denn ein Fitnessstudio leiten. Sie sind gefeuert. Aber ich bin seit 3 Jahren hier. Das sind 3 Jahre zu viel. Raus oder die Security wird dir helfen. Es tut mir wirklich leid, dass du so behandelt wurdest. Was du tust, dein Leben in die Hand zu nehmen, erfordert echten Mut. Ich fühle mich verloren. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich verstehe. Ich war selbst einmal in deiner Lage. Wirklich? Hast du wirklich all dieses Gewicht nur durch das Fitnessstudio verloren? Ja, zusammen mit Anpassungen des Lebensstils. Du kannst es absolut schaffen, wenn du bereit bist. Ich bin es. Mehr denn je. Dann ist hier deine erste Belohnung, eine kostenlose lebenslange Mitgliedschaft. Wirklich? Oh, wow. Ja. Ich helfe dir sogar persönlich beim Einstieg, wenn du willst. Ich würde das lieben. Perfekt. Lassen Sie uns anfangen. Sie haben eine erstaunliche Reise vor sich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.